Auch heute wieder live und in Farbe aus meinem Studio in München. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute lautet das Thema Quellensteuer. Ja, auch die Quellensteuer gibt es und wir müssen uns als Einzelanleger und Privatanleger damit befassen. Es gibt nochmal ein, zwei Tipps für euch hier, also bleibt dran, es wird spannend im Video und es geht auch schon los. Weg noch meine Informationen, die ich hier recherchiert habe, dienen zur Unterhaltung und sind rein aus persönlicher Erfahrung. Ich bin kein Steuerberater, ich bin kein professioneller Anleger und dies ist auch keine Anlageberatung oder fordert auf, hier Aktien und Investments zu kaufen, die ich benenne. Macht bitte eure Recherche selbst, eure Due Diligence und aber keine Sorge, das Thema Quellensteuer ist nicht so kompliziert. Es gibt ein paar automatische Regelungen, die ich euch gleich nochmal zeige. Jetzt gehen wir aber vorher in die Basics, in die Grundlagen. Und ich bin hier auf die Seite von finanztipp.de gegangen, die das übrigens sehr gut immer machen und beschreiben. Also Glückwunsch an die Kollegen. Und die Quellensteuer. Also wenn man Dividenden aus dem Ausland bezieht, wird dort Quellensteuer direkt von dem Quellensteuerstaat einbehalten. Das ist zum Beispiel bei USA-Aktien der Fall und wenn man hier in Coca-Cola investiert und Dividende bekommt, dann wird die Quellensteuer bereits abgezogen. Die genaue Höhe der Erstattung ergibt sich aber aus einem Doppelbesteuerungsabkommen, einem sogenannten DBA. Und zwischen Deutschland und 80 Staaten der Welt gibt es solche DBAs, die dann die passenden Höhen der Quellensteuer, eben der maximalen Besteuerung dort regeln. Die Quellensteuer lässt sich auf die Abgeltungssteuer oder in Klammern Kapitalertragssteuer anrechnen. Eine zweite Quelle, die ich bei meinen Recherchen gefunden habe, ist die Seite weltsparen.de. Weltsparen.de erklärt es ziemlich gut. Hier sehen wir die. Weltsparen.de ist eine Webseite, die eigene Finanzprodukte und so weiter anbietet. Hier hat mir sehr gut gefallen die Grafik der Rückerstattung, da gehen wir gleich nochmal ins Detail. Kann ich mir die Quellensteuer also zurückholen? Ja, das geht. Und zwar muss in dem Doppelbesteuerungsabkommen, in dem DBA, dann geregelt sein, die Anrechenbarkeit des Betrages. Hier hat man also eine Festgeldanlage von 10.000 Euro, Zinsgewinn 150 Euro, die Quellensteuer beträgt 28%, das würde 42 Euro ausmachen und anrechenbar sind davon 15%. Man braucht also dann ein portugiesisches Steuerformular und fordert sich das dann mit dem Formular dort zurück. Es gibt dann eben diese teilweise Rückerstattung, die Differenz zwischen 28 und 15%, das wären ja dann 13% in diesem Beispiel. Eine Übersicht gegangen und wie gesagt, die Quellensteuer ist für Kleinanleger, Privatanleger immer relevant, wenn du Dividenden erhältst von einem ausländischen Unternehmen. Die Quellensteuer wird im Ausland einbehalten, zum Beispiel von den Vereinigten Staaten Amerika, bevor die Dividende auf das Verrechnungskonto zufließt. In dem Doppelbesteuerungsabkommen mit der USA die maximale Höhe der Quellensteuer festgelegt, in dem Fall 15%, und es ist auch die Höhe der Anrechenbarkeit, nämlich auch 15% festgelegt. Bundeszentralamt für Steuern gegangen und dort gibt es eine Liste der Doppelbesteuerungsabkommen. Schaut auch mal auf das Bundeszentralamt für Steuern. Dort könnt ihr nämlich genau sehen, welche Doppelbesteuerungsabkommen gemacht worden sind. Erstens mal mit welchen Ländern, aber auch in welcher Höhe die Quellensteuer anfällt und in welche Anrechenbarkeit, also welcher Betrag der Quellensteuer dort anrechenbar ist. Hier sind wir auf dem Bundeszentralamt für Steuern und hier ist nochmal eine kurze Einführung und dann könnt ihr also immer die aktuelle Liste pro Jahr für die Anrechenbarkeit der ausländischen Quellensteuer herunterladen. Ich habe das jetzt schon mal gemacht und hier ist nochmal eine allgemeine Einführung und jetzt gehen wir aber zu Irland. Irland hat zum Beispiel, sind die Staaten schon drin? Irland. Ich habe hier Irland aufgerufen und die Tabelle ist jetzt so zu lesen. In der ersten Spalte ist der Staat und hier gibt es immer dann also den Hinweis, wann welches Szenario auftritt. Zum Beispiel jetzt in Spalte E Hinweise zur nationalen Quellensteuererhebung und Dividenden. Es wird keine Quellensteuer für EU-Bürger und für Ansässige in den Doppelbesteuerungsabkommensstaaten erfasst und das gilt dann Spalte A und B und da haben wir zum Beispiel jetzt 0. Also die eigentliche Income Tax, so wie sie hier dann in Irland heißt, ist eben für nationale Quellensteuer mit Dividenden. Da müssen wir hier gucken, in Spalte A 0%. Und so anrechenbar davon sind dann natürlich auch 0, weil 0 von 0 ist 0 und deswegen ist hier schlüssigerweise in Spalte C für Dividenden auch eine 0.
Das gleiche ist bei den Vereinigten Staaten zu finden. Besser gesagt, dort ist für Dividenden die maximale Steuer 30% und eine Anrechenbarkeit haben wir hier von 15%. Deswegen ist also bei Real Estates aus USA oder entsprechende BDC Companies, BDC heißt Business Developed Companies, oder auch Einzelaktien wie Coca-Cola oder McDonald's oder auch andere oder Pepsi, da entfällt dann die Quellensteuer auf 15%, die reduziert sich damit um die Hälfte. So, ich habe euch jetzt mal ein Beispiel aufgerufen von einer Dividendenzahlung, wo also Quellensteuer in meinem Hauptdepot bei Trade Republic abgezogen worden ist. Und hier seht ihr das macht also der Broker Trade Republic automatisch und die Steuer wird eben, bevor sie mir zufließt, auch direkt abgezogen. Hier sieht man das, 5,44 US-Dollar wurden hier abgerechnet. Da wir jetzt gesehen haben, in den USA ist das Doppelbesteuerungsabkommen so geregelt, dass es 15% sein soll. Das können wir jetzt kurz einfach mal ausrechnen. Und zwar, ich nehme die 36 US-Dollar, 25 mal 0,15 für die Prozent und dann kommen wir auf diesen Betrag 5,43 und da wurde aufgerundet, das sind also 5,44 US-Dollar, hat sich bestätigt, ist also richtig gemacht von Trade Republic. Das bedeutet, dieser Betrag wird eben vorab jetzt abgezogen. Ich zeige euch auch den Quellensteuerverrechnungstopf. Ich habe mich bereits bei Trade Republic angemeldet, hier in der Desktop-App. Und wenn ihr also auch ein Depot bei Trade Republic eröffnen wollt, dann könnt ihr das unten über meinen Link tun und ihr unterstützt hier diesen Kanal. Jetzt schauen wir uns aber nochmal die Verrechnungstöpfe an. Es gibt also einen Quellensteuerverrechnungstopf und hier habe ich aktuell 47,66 Euro enthalten. Das gilt also für die nicht anrechenbare ausländische Quellensteuer, die mit der Kapitalertragssteuer verrechnet wird. Die wird in diesem Topf gesammelt und dann mit der Jahresbescheinigung, die man im März ungefähr von Trade Republic bekommt. Mit dieser Jahresbescheinigung gehst du zu deinem Finanzamt und machst eine Einkommenssteuererklärung und holst dir dann diesen Topf wieder zurück, das hier also aufgelaufen ist während eines Kalenderjahres. Der Roland Elias, ein anderer YouTube-Kollege, hier ein Video schon vor 4 Jahren gemacht zum Thema Quellensteuer und das ist hervorragend, das habe ich also bei meiner Recherche gefunden und der Silvio macht hier eine Beispielrechnung für eine Abgeltungssteuer, Quellensteuer, Verrechnung mit US-Quellensteuer und schaut euch das einfach mal kurz an, das ist sehr interessant und informativ und natürlich empfehle ich die Seite Weltsparen, die haben das Thema gut ausführlich bearbeitet und auch der Finanztipp macht das hervorragend. So, wenn euch mein Video gefallen hat, dann hinterlasst ein Abonnement, werdet hier Abonnenten des Kanals. Bitte. Also ich hoffe, ihr habt das Thema Quellensteuer ein bisschen besser verstanden und seid da reingekommen. Das ist gar nicht so kompliziert. Es lohnt sich manchmal auch gar nicht, die zurückzuholen, die Quellensteuer, je nachdem, weil zum Beispiel in Frankreich eine Gebühr von 80 Euro anfällt auf die nicht anrechenbare Quellensteuer. Und dann ist die Frage, hat man wirklich diesen Betrag überschritten? Ich packe euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung die komprimierte Information aus diesem Beitrag heute von mir und wenn ihr Kinder habt, die unter 18 Jahre alt sind, dann empfehle ich euch mal ein anderes Video. Dort seht ihr, wie ein Konto eröffnet werden kann und ihr also nochmal 1000 Euro Freistellungsauftrag euch holen könnt. Und ich wünsche euch ein nächstes Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.